Ich teste heute für euch Shapewear und ich frage mich, brauche ich die? Will ich die? Außerdem, was mich zum Schmunzeln gebracht hat und warum mein Mann mich dabei so verdutzt angeschaut hat, das erfährst du heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Mira und bei mir findest du Modetrends, Modetipps und jede Menge Tücher-Tutorials. Und heute geht es um Shapewear. Vor ein paar Tagen hat mich Creamy Fabrics angefragt, ob ich dann Lust hätte, ihre Wäsche bzw. Shapewear zu testen. Und ich habe mir gedacht, okay, meine Bestellung ist gekommen, es war alles schön einzeln verpackt und ich habe das erste Teilchen ausgepackt und ich musste direkt schmunzeln. Mein Mann stand hinter mir, so nach dem Motto, was willst du denn damit? Und ich muss sagen, ja, da musst du dich quasi reinquetschen. Und meine Damen, schon von vornherein, gar kein Problem. Ob man glaubt oder nicht, in diese kleine Teilchen kommt man tatsächlich rein. Also mein Tipp schon, wenn man es anziehen möchte oder soll oder man anziehen wird, es ist natürlich eine kleine Herausforderung für den Anfang, weil das doch recht eng ist, was eigentlich Sinn der Sache auch natürlich ist. Aber einfach mal denken, ihr zieht einen Badeanzug an. Also das heißt von unten schön sich mit Bewegung nach oben quasi rein. Ich will jetzt nicht sagen quetschen, aber im Grunde genommen, das ist tatsächlich so ein bisschen sich reinquetschen und dann einfach mal die Träger oben drüber und schon ist man schön eingepackt. Ich habe die Größe XS bestellt, weil ich auch XS trage. Ich werde gleich hier einen Vergleich machen mit einem Top. Das ist ja ein Top, den ich ganz normal trage, unter dem Bläser oder einfach mal solo. Mit einer Hose, es ist hier im Bein eine weit geschnittene Hose, aber hier werde ich gleich auch ohne Gürtel zeigen, passt sie mir in Taille perfekt und ich schaue mal gleich, ob sie mit Shapewear ein bisschen Unterschied macht. Da muss ich auch direkt sagen, es wird auch empfohlen auf der Webseite und ich habe auch beide Größen hier, eine Größe größer zu bestellen, damit man das so ein bisschen bequemer hat. Ich habe es auch verglichen, einmal XS mit S. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei XS tatsächlich diesen strammen Gefühl hatte, wo alles so schön in Form gehalten wird. Bei S hatte ich hier so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Spielraum, aber ich konnte das noch so ein bisschen zur Seite ziehen. Deswegen, ich würde tatsächlich vorschlagen, man soll bei seiner Größe bleiben. Es sei denn, man fühlt sich allgemein in enge Kleidung sehr unwohl und man empfindet das jetzt nicht gerade sehr angenehm, dann kann man tatsächlich eine Nummer größer bestellen. Ich habe es angezogen und ich muss auch direkt sagen, es fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Also man denkt erstmal, das wird so richtig eng sein und unbequem. Das ist es wirklich nicht. Also die Qualität ist super, es ist atmungsaktiv, es ist nicht so steif, wie ich das ja eben vor Jahren in dem Shop gesehen habe, beziehungsweise in dem einen Laden. Und deswegen, also ich muss ja sagen, ich bin positiv überrascht. Man kann es tatsächlich unter eine Kleidung tragen, ohne dass man das Gefühl hat, man hat irgendetwas Enges an. Also es passt sich super an, es macht super schöne Figur. Wie gesagt, ist angenehm und natürlich hier muss ich direkt sagen, das Wichtigste, wenn ihr überhaupt eine Art von, also Wäsche von dieser Art bestellt, immer darauf achtet, dass da Knöpfchen oder Häkchen drunter sind, weil natürlich wir möchten ja auch oder wir müssen mal auf die Toilette gehen und keiner will, wenn wir auf einer fremden Toilette sind, sich komplett entblößen. Also das finde ich schon mal hier sehr gut. Die Druckknöpfchen sind ja da, die sind ja auch fest, also man kann ja dran ziehen, die werden auch nicht aufgehen. Und natürlich, was aber auch total normal ist, auch bei BHs, dass man die Träger hier auch
feststellen kann. Die Cups, die sind hier leicht vorgeformt, geben aber keinen so großartigen Push-Up-Effekt. Ich würde hier sagen, das ist tatsächlich von der Oberweite abhängig. Bei meiner Oberweite, ich werde dann doch recht nach oben gequetscht, deswegen kommt da so ein bisschen mehr oben raus. Bei größeren Busen wird einfach mal der Halt hier gegeben. Und in der Mitte hat man ja auch eine Verstärkung, so dass der Busen hier auch richtig gut, wie gesagt, in den Cups sitzt. Auch an der Seite hat man ja schöne Verarbeitung, so dass man auch hier Halt hat. Also ich finde die Shape-Ware total angenehm. Und sogar bei der kleinen Größe, wo ich erstmal gedacht habe, okay, wie willst du da jetzt reinkommen, fand ich auch total super. Wie gesagt, die andere Größe S finde ich auch angenehm. Natürlich, ja, beim Anziehen war das noch besser, weil dadurch, dass das noch mehr dehnbar war, konnte man einfacher reinkommen. Ich würde aber tatsächlich, wenn ich enge Kleider trage, die kleinere nehmen, damit man die Form, die man hat, noch verstärkt zeigt. Bei Creamy Fabrics bekommt ihr auch die gängigen Farben, schöne neutrale Farben, also schwarz, braun finde ich ja auch total schön, beige, damit man eben eine unsichtbare Wäsche drunter hat, oder auch in weiß. Das finde ich ja schön, weil man ja der Kleidung das ja auch anpassen kann. Es scheint nicht drunter, beziehungsweise es scheint nichts drunter, es zeichnet sich auch nichts ab. Und es gibt auch verschiedene Formen. Also ich habe hier einmal die kleine mit String, so dass man ja auch hier schön mal den Popo betonen kann. Wenn man keine String tragen möchte, hat man ja auch Shapewear mit ganz normalen Slip. Finde ich auch sehr praktisch. Vielleicht gerade im Winter wäre die hier optimaler. Und hier noch ein Tipp, wenn jemand sagt, das ist mir komplett alles zu eng, oder man sagt, ich habe einen schönen Busen, den muss ich jetzt nicht irgendwie nochmal zusätzlich shapen, dann hat man ja eine Lösung mit Unterhöschen. Also die finde ich auch total praktisch, weil die gehen auch hier ein bisschen her. Und die betonen tatsächlich schön die Taille. Hier oben drüber kann man ja Lieblings-BH anziehen. Vielleicht gibt es Frauen, die möchten ja doch Push-Up-BH tragen, wo der Busen noch mehr zur Geltung kommt. Dann ist hier diese Unterwäsche perfekt. Was noch sehr schön an der Unterwäsche bzw. Unterhöschen ist, dass man hier so kleine Streifen hat, so dass man am Bauch mehr Halt hat. Es rutscht nicht, beziehungsweise es rollt nichts runter. Also man kann ein Kleid beziehungsweise Hose oder T-Shirt drüber anziehen und man braucht sich keine Gedanken zu machen, dass sich das irgendwie abrollt. Also das finde ich hier schon mal wirklich sehr gut mit Köpfchen gemacht. Kann ich euch wirklich sehr gut empfehlen. Also entweder einen ganzen Body Shaper oder eben diese Unterhöschen, finde ich wirklich eine sehr gute Sache. Und wie gesagt, egal welche Figur man hat, gerade jetzt habe ich das Gefühl, es macht wirklich überall Runde. Also das ist wirklich so zu einem Trend quasi geworden, dass die Frauen Shapewear tragen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die Schauspieler und alle anderen Stars anschauen, glaub mir, die tragen keine normale Wäsche drunter, die tragen alle diese Shapewear, deswegen sehen die immer so perfekt aus. Und eben bei Kleidung, enge Kleider oder Seidenblusen, wo sich etwas abzeichnen könnte, finde ich viel schöner, wenn man neutrale Wäsche hat und nicht gerade Spitze, wo man dann ja wirklich nochmal die Spitze durchscheinen sieht. Da finde ich so eine Art von Wäsche, also Shapewear, auf jeden Fall perfekt. Und hier einmal ein Vergleich. Ich trage ein Top aus Baumwolle, ganz normales Top, was ich dann immer wieder trage und das schon seit Jahren. Dazu trage ich die Hose, die bei mir in der Taille super sitzt. Ich habe
meine Shapewear in XS angezogen und ich muss sagen, ich bin total überrascht, dass ich auch noch Unterschied sehe. Also ich habe noch Spielraum und wie man sieht, die Taille rutscht doch ein wenig nach unten und deswegen, also ich bin wirklich baff, was diese Wäsche wirklich machen kann. Deswegen, das hier ist schon mal ein Tipp für alle Damen, die entweder ihren Bauch ein bisschen kaschieren wollen, vielleicht die kleinen Speckröllchen dann ja auch weghaben wollen, oder für alle anderen, die ihre Taille noch mehr besser betonen wollen, dann ist die Shapewear wirklich eine sehr gute Lösung. Wenn ihr was bestellen wollt, habe ich für euch auch einen Rabattcode. Alles werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und wie gesagt, wenn ihr dann Lust bekommt, viel Spaß beim Shoppen und bei Anziehen. Ich hoffe, dass euch heute mein Video gefallen hat. Schreibt mir bitte, ob ihr schon mal Erfahrung mit Shapewear gemacht habt, ob ihr die Marke dann ja kennt. Und für die, die es vielleicht doch noch bestellen würden, könnt ihr auch später in die Kommentare zurückkommen und schreiben, welche Erfahrung habt ihr dann gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage mal bis später.